Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. Heute geht es in der Freizeitparkreihe Hast du das gewusst? Weiter mit dem Europapark in Rust. Hier fährt seit 1995 der EP-Express, eine Einschienenbahn. Sie fährt einen Rundkurs von 2,5 Kilometern Länge, ist 20 Stundenkilometer schnell, verbindet den Hotelkomplex über weitere Bahnhöfe auch mit dem Haupteingang. Wir schauen uns jetzt im Video mal nicht die Geschichte des Monorails im Europapark an, sondern wir werfen einen Blick in die Geschichte der Einschienenbahn und beantworten die Frage, was hat der EP-Express mit Köln und Thun in der Schweiz zu tun? Einschienenbahnen sind nichts Neues. Zumindest die Idee, statt zwei Schienen nur eine zu nutzen, ist schon älter. Erste Ideen stammen aus dem Jahr 1820. Ein Jahr später fuhr in England schon die erste Einschienenbahn von einem Pferd gezogen. In Deutschland, Russland, den USA, Irland usw. wurden weitere gebaut. Es gab viele Versuche und Teststrecken. Meist blieb es bei Versuchen. Weltweit gibt und gab es über 100 Monorails, die unterwegs sind und waren. Neben amerikanischen und asiatischen Städten haben nur einige Freizeitparks, Supermarkt- und Flughafenbetreiber den Nutzen der Monorails erkannt. Einen Durchbruch, den gab es um 1900, da wurde in Wuppertal die Wuppertaler Schwebebahn gebaut, eine Hochbahn mit hängenden Wagen, die ist bis heute in Betrieb. Während es besonders in den USA viele unterschiedliche, aber nie zufriedenstellende Versuche gab, eine Einschienenbahn für den Massenverkehr zu entwickeln, gab es in den 50er Jahren in Deutschland einen entscheidenden und wichtigen Durchbruch. Der schwedische Multimillionär Axel Lennart Wenner-Gren gründete 1951 in Deutschland die Firma Allweg. Der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben seines Namens zusammen. Und deren deutsche Ingenieure entwickelten auf einer Versuchsanlage eine Einschienenbahn, die Allwegbahn. Die Versuchsanlage, die befand sich in Köln-Fühlingen. Die Bahn, die fuhr auf Gummirädern über einen schmalen Laufbalken aus Eisenbeton. Angetrieben wurde sie von Elektromotoren. Geplant war, dass der Monorail über 300 Stundenkilometer schnell sein sollte. Den größten Verkaufserfolg hatte die Allwegbahn 1957. Da nämlich kaufte Walt Disney die Rechte zum Bau. Zuerst fuhr eine Allwegbahn ab 1959 im Disneyland in Anaheim, sie fährt in modifizierter Form noch heute da, und später dann als Transportsystem von Hotels und Parkplätzen zum Eingang in allen Disney-Parks in Florida, aber auch in Japan. Im Fall der geplanten Zukunftsstadt Eggport, einer Idee von Walt Disney, sollten Monorails sogar das Hauptverkehrsmittel werden. Allwegbahnen fahren kurze Zeit später dann auch in Turin und in Seattle, da übrigens bis heute. Mit dem Tod des schwedischen Millionärs in den 60ern endet auch die Allweg-Bahngeschichte. Die Patente gehen über zu Krupp, von dort zur japanischen Firma Hitachi, und die baut bis heute noch Monorails nach dem Allweg-Prinzip. Auf der Europapark-Webseite findet man beim EP-Express die Herstellerbezeichnung AEG von Roll. Was hat's damit auf sich? Zu Beginn der 60er Jahre begann in der Schweiz ein Schlosser mit dem leicht veränderten Nachbau des Monorails nach dem Allweg-Prinzip. Willi Habegger, der in Thun auch eine Werkstatt hatte. Habegger war auch Erfinder. Er entwickelte 1951 den Handseilzug, mit dem man schwere Lasten nur mit Muskelkraft mittels einer Klemme und einem Stahlseil hochziehen konnte. Er hatte auch einen guten Ruf als Hersteller von Seilbahnen. Die Firma baute und entwickelte über 500 Skilifte, Sessel, Standseil und Kabinenbahnen. Ab Ende der 50er beschäftigte sich Habegger mit Einschienenbahnen. Er suchte kein Massenverkehrsmittel, sondern er wollte eine leichte und langsame Bahn für Ausstellungen. Habegger entwickelte ein Autopilotsystem für eine Mini-Monorail, das Minirail-System. Bei der Schweizer Landesausstellung Expo 1964 in Lausanne fuhr die erste Monorail, der sogenannte Minirail, von Habegger, eine der Hauptattraktionen der Ausstellung. 1964 arbeitete Habegger mit einer anderen Schweizer Firma zusammen, ihr Name von Roll. Diese erste Bahn ging dann 1966 zum Freizeitpark Blackpool Pleasure Beach in Großbritannien und dort ist sie bis 2012 gefahren. 1965 bauten Habegger und von Roll ein zweites Minirail-System. Das war für die Verkehrsausstellung in München. Dieses System verwendete die ersten von Roll produzierten sogenannten von Roll Mk2-Züge. Jetzt trennten sich die Wege von Habegger und von Roll. 1967 baute Habegger zusammen mit einer britischen Firma eine Minirail für die Expo 67 in Montreal.
Die Mini-Rail fährt übrigens heute noch dort. Das Exportgelände ist jetzt nämlich der Vergnügungspark La Ronde. Habegger verkaufte dann in den folgenden Jahren in den USA und Japan Monorails. 1980 ging Habegger in Insolvenz. Das Unternehmen wurde an den Konkurrenten und ehemaligen Partner von Roll verkauft. Habegger floss in die Monorail-Sparte als von Roll Habegger ein. Die Roll Holding AG ist heute ein Schweizer Industriekonzern. Ursprünglich, ab 1803, betrieb man Eisenwerke und Gießereien. Heute ist man auf Energieerzeugung spezialisiert. 1883 stiegen die Rollschen Eisenwerke in die Sparte Seilbahnbau ein, bauten in Eigenregie die ersten öffentlichen Personen-Luftseilbahnen der Welt, bauten große Pendelbahnen. Ein Höhepunkt: 1956 baute von Roll die Gondelbahn Skyway im Disneyland in Anaheim. Unter dem Firmennamen von Roll Habegger bzw. von Roll baute man in den USA und Asien ab 1980 zahlreiche Monorails. Das hier ist mal eine Liste von den ganzen Monorails, die unter dem Namen von Roll Habegger bzw. von Roll gebaut wurden. Bei der Expo 86 in der kanadischen Stadt Vancouver fuhr auch ein Monorail von Roll Habegger. Und der ging anschließend in den Freizeitpark Alton Towers in Großbritannien, wo er einen neuen Parkplatz, er war über 1,5 Kilometer vom Park entfernt, mit dem Eingang verband. Insgesamt war die Strecke über 3000 Meter lang. Die Originalzüge fuhren dann bis 2008, seitdem fahren dort moderne Züge. In Alton Towers lautet die Herstellerbezeichnung von Roll Holding AG CWA. Wer ist CWA? Die Technik der Bahnen stammte von Roll Habegger, die Karosserien der Züge vom Schweizer Unternehmen CWA, das früher schon mit Habegger zusammenarbeitete. CWA war 1939 als Karosseriewerke Aarburg gegründet worden. Ab 1951 baute man im Auftrag Seilbahnkabinen im Aluminium-Leichtbau. 1965 lieferte CWA die ersten Züge für das Monorail-System von Habegger. 1993 wurde von Roll Habegger an die Westinghouse AEG mit Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania, verkauft. Westinghouse AEG war eine Tochtergesellschaft der AEG Schienenfahrzeuge GmbH, die wiederum Daimler-Benz gehörte. Das Unternehmen stellte sogenannte People Mover her. 1995 wurde das Unternehmen dann zu Atrans. 2000 kaufte dann Bombardier Atrans. Die ehemalige Monorail-Sparte von Roll Habegger lebt also bis heute in einem Teil der Bombardier Transportation-Sparte des Unternehmens und die stellen bis heute Monorails her, zum Beispiel für die Disney-Parks. 1988 fand die Expo 88 in Brisbane, Australien statt. Für die World Expo 88 wurde eine von Roll Mk2 Einschienenbahn gebaut. Bauherr war von Roll Habegger. Zusammengebaut wurde sie vor Ort von John Holland, einem der damals bekanntesten australischen Ingenieure. 4 Züge mit 9 Wagen fuhren bei der Expo. Nach der Expo ging ein Zug und ein Teil der Fahrspur an den schon bestehenden Monorail von SeaWorld an der Goldküste Australiens. Von Roll und CWA bauten dann 1992 die Monorail für die Expo 92 in Sevilla. Das war ebenfalls ein von Roll Mk2-Modell. Hier jetzt wird die Geschichte in Bezug auf den Europapark etwas verwirrend. Denn woher stammt der EP Express, der im Europapark seit 1995 fährt? Einige Quellen sagen, das seien die Züge aus Brisbane. Andere Quellen meinen, sie kämen aus Sevilla. Der englische Twitter-Account des Europaparks sagte dazu, der XP Express wurde für die Expo 88 in Brisbane gebaut, wurde bei der Expo 92 in Sevilla eingesetzt und fährt seit 1995 im Europapark. Tatsache ist, dass die Züge nach der Expo 92 erstmal in Sevilla verblieben. Man plante auf dem Gelände nämlich einen Freizeitpark, der entstand aber wesentlich später, und zwar ohne Monorail. Die Züge wurden dann 2017 von einer spanischen Zeitung in Zaragoza auf einem Schrottplatz entdeckt. Dort lagen sie damals bereits seit 10 Jahren. Laut Zeitung waren sie nach der Expo auf einem Grundstück der Gemeinde zwischengelagert worden. 2007 hätte eine spanische Firma alle Expo-Wagen gekauft und geplant, sie wieder aufzubauen. Ein Jahr später war dann eine Bahn vollständig restauriert und wieder in Betrieb. Sie verband 2 Bereiche in einem Einkaufszentrum. Die anderen Züge landeten auf einem Schrottplatz. Die Kabinen gingen also nicht an den Europapark. Eher ist es so, dass die CWA-Kabinen aus Brisbane stammen.
wie man auch in einer Zeitungsnotiz von 1994 lesen kann. Zusammengebaut wurde die Anlage demnach von den Ingenieuren des Europaparks. Ob irgendwelche technischen Anlagen aus den Zügen in Sevilla ausgebaut wurden und im EP-Express verwendet werden, ist unsicher. Das würde allerdings den Europapark-Hinweis auf Sevilla erklären. Die Herstellerbezeichnung AEG von Roll weist wohl eher darauf hin, dass die Züge zwischen 93 und 94 gekauft wurden. Denn ab 93 war von Roll ja an die Westinghouse AEG verkauft worden. Und ab 95 hieß das Unternehmen ja bereits A-Trans. Es ist also vermutlich so, dass sich AEG um das Kontroll- und Steuerungssystem der Anlage kümmerte, während das vermutlich wieder aufbereitete und modernisierte Modell ja weiterhin ein von Roll war, also AEG von Roll. Die Monorail ist keine Erfindung oder Entwicklung eines Unternehmens, sondern sehr vieler. Hunderte Erfinder und Unternehmen haben an Monorails gebaut, geforscht, getestet. Viele der Strecken wurden längst wieder eingestellt. Durchgesetzt hat sich die Einschienbahn als Transportmittel weder damals noch heute. Zu stark war stets die Lobby der Gegner. Eisenbahn- und Straßenbahnbauer, U-Bahn-Hersteller und Autoindustrie. Dabei ist der Monorail eigentlich das Verkehrsmittel gegen verstopfte Straßen, ist sehr leise, schnell und ist umwelt- und klimafreundlich. Freizeitparkbetreiber haben dies längst erkannt. Das war's dann für diesmal. In diesem Sinn, tschüss.